Vor unserer Pause haben wir uns ja angeschaut, wie man mit Hilfe einer linearen Regression Messwerte, die in einem direkten linearen Zusammenhang stehen, anhand einer Ausgleichsgeraden beschreiben kann. Ähnlich lässt sich das auch für Messwerte ohne linearen Zusammenhang mit einer entsprechenden Ausgleichsfunktion durchführen. Der Nachteil dieser nichtlinearen Regression im Vergleich zur linearen Regression ist allerdings, dass dafür oft deutlich mehr Parameter oder eine deutlich höhere Rechenleistung notwendig sind. Deshalb gibt es für manche nichtlineare Zusammenhänge einen einfachen Trick, um diese doch mit Hilfe einer linearen Regression beschreiben zu können. Schauen wir uns dazu doch mal den Versuch zum radioaktiven Zerfall von Silber 118 an. Dabei wird anhand der Zerfallsimpulse die Anzahl der noch nicht zerfallenen Silber 118 Atome N in Abhängigkeit der Zeit t bestimmt. Wie ihr seht, handelt es sich beim radioaktiven Zerfall um eine exponentielle Abnahme, bei der die Änderungsrate im Laufe der Zeit immer kleiner wird. Kann mir jemand von euch das entsprechende Zerfallsgesetz nennen? Die Anzahl der nicht zerfallenen Atome N hängt von der Anzahl der nicht zerfallenen Atome zum Beginn der Messung N0 sowie über eine Exponentialfunktion von der Zerfallskonstante Lambda und der Zeit t ab. Richtig. Ziel des Versuches war es nun, anhand der Messergebnisse die Zerfallskonstante Lambda zu bestimmen. Ähnlich wie im ersten Teil unseres heutigen Seminars ist es aber nicht ohne weiteres möglich. Aber auch hier lässt sich eine lineare Regression anwenden, um den Parameter N0 und Lambda zu bestimmen. Kann sich jemand vorstellen, wie man das anstellen könnte? Naja, um eine exponentielle Funktion aufzulösen, kann man den natürlichen Logarithmus verwenden. Wenn man das jetzt auf beiden Seiten der Gleichung für das Zerfallsgesetz macht, erhält man dann folgende Beziehung. Hier hängt der natürliche Logarithmus der Anzahl der nicht zerfallenen Atome ln von n über den natürlichen Logarithmus der Anzahl zu Beginn der Messung ln von n0 und die Zerfallskonstante Lambda von der Zeit t ab. Auf diese Weise sieht die Gleichung wieder wie eine lineare Gleichung aus, mit der Steigung minus Lambda und dem Achsenabschnitt ln von n0. Genau, das kann man auch schön anhand der Abbildung der Daten sehen. Berechnet man nämlich zuerst den natürlichen Logarithmus für die gemessenen Werte von n und trägt diesen anschließend gegenüber der Zeit auf, sieht man den linearen Zusammenhang. Für diese Auftragung lässt sich anhand einer linearen Regression ganz einfach eine Ausgleichsgerade finden. Dieses Verfahren wird deshalb auch Linearisierung genannt. Eine Linearisierung ist aber nicht nur bei exponentiellen Funktionen möglich, sondern zum Beispiel auch durch Wurzelziehen bei einfachen Potenzfunktionen. Allerdings muss man bei der Linearisierung auch auf die Einheiten von physikalischen Größen achten. Zwar ist in unserem Fall die Anzahl der nicht zerfallenen Atome einheitenlos, doch es ist auch möglich, das Zerfallsgesetz anhand der Stoffmenge anzugeben. In diesem Fall muss man vor dem Logarithmieren erst beide Seiten durch die Einheit der abhängigen Größe teilen, da das Argument des Logarithmus immer einheitenlos sein muss. Mit Hilfe einer Linearisierung können wir nun also auch für den ursprünglich exponentiellen Abfall der Anzahl der nicht zerfallenen Atome in Abhängigkeit der Zeit eine lineare Regression durchführen. Ziel des Versuchs war es aber, die Zerfallskonstante Lambda zu bestimmen. Wie kann man diese nun aus der Steigung und dem Achsenabschnitt der Ausgleichsgerade erhalten? Also die Zerfallskonstante Lambda entspricht direkt der negativen Steigung der Ausgleichsgerade. Sollte man allerdings zusätzlich noch die Anzahl der nicht zerfallenen Atome zu Beginn der Messung N0 bestimmen wollen, ist allerdings eine Umrechnung notwendig. Der Achsenabschnitt der Ausgleichsgerade entspricht nämlich dem natürlichen Logarithmus von N0. Dementsprechend muss man die Eulersche Zahl e mit dem Achsenabschnitt potenzieren, um N0 zu erhalten. Und bei der Umformung nicht vergessen, gegebenenfalls die Einheiten der physikalischen Größen zu berücksichtigen. Jen, dann fasse bitte nochmal das Vorgehen bei einer Linearisierung zusammen. Die Linearisierung ermöglicht mit einer linearen Regression auch die Beschreibung von Messwerten, die keinen direkten linearen Zusammenhang haben. Dazu müssen die Messwerte mit Hilfe von mathematischen Operationen umgeformt werden.
Bei einem exponentiellen Zusammenhang zum Beispiel kann durch vorheriges Logarithmieren der Messwerte trotzdem eine lineare Regression durchgeführt werden. Und wie bei der linearen Regression muss, sobald es sich um physikalische Größen handelt, natürlich auch bei der Linearisierung auf Einheiten geachtet werden. Super, jetzt habt ihr es drauf.